Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Realsteel und Poltergeist Works haben mit dem Solis erneut ein Messer nach einem Himmelskörper benannt. Hier liegen jetzt sozusagen Sonne, Mond und Sterne, also Solis, Luna und Stella. Die Formensprache verrät sofort die Verwandtschaft dieser Modelle. Der Griff des Solis weist beispielsweise einige Parallelen zu dem des Luna auf, besonders hier im unteren Bereich. Wir haben drei völlig verschiedene Klingenformen, Drop Point, Spear Point und Sheepfoot. Das gibt dennoch ein sehr stimmiges Bild ab. Die Dimensionen aller drei Klingen sind sehr ähnlich. Hier mal Luna und Solis Klingenrücken an Klingenrücken, da ist dann schon eine starke Ähnlichkeit vorhanden. Die Hohlkehle ist Bestandteil der Genetik dieser Himmelskörper. Beim Solis wurde sich hier für eine mattierte Sheepfoot-Klinge entschieden. Im vorderen Bereich sanft abfallend. Die Schneide weist einen ganz leichten Schwung auf, ist also nicht ganz gerade. Im oberen Bereich die Hohlkehle, die als Designelement und Öffnungshilfe respektive Longpull dient. Linksseitig der Realsteel-Schriftzug, rechts das Poltergeist Works Logo und die Stahlangabe. Mit dem N690 wurde hier auf einen bewährten und zuverlässigen Stahl zurückgegriffen. 58 bis 60 HAC sind auch völlig ausreichend. Zu den Abmessungen: Klingenlänge 76 mm, aufgrund dieser kleinen Schleifkabel sind das effektiv immer noch 70 mm. Klingenbreite 2,1 mm, dann eine Klingenhöhe von etwa 20 mm. Das ist wie von Realsteel gewohnt ein sehr sauber ausgeführter Flachschliff. Wir haben 0,45 mm hinterer Schneidphase, das ist auch ein ordentlicher Wert. Wie erwähnt, macht die Schneide hier einen ganz leichten Bogen. Oftmals sind Wharncliffe und Sheepfoot-Klingen im Bereich der Schneide kerzengerade. Dieser leichte Schwung macht die Klinge dann nochmal ein bisschen vielseitiger. Ist ein schönes kleines Detail. Die Klinge sitzt absolut zentriert im Heft. Für mich passt hier wirklich alles. Zum Griff gleich zu Beginn die Achsschraube. Das ist eine 8er Torx-Schraube, fügt sich hier schön ein. Der Griff orientiert sich im unteren Bereich, wie anfangs erwähnt, am Realsteel Luna. Es gibt viele kleine Flächen, die das Design sehr leicht wirken lassen. Im oberen Bereich ist viel Dynamik im Spiel, viele Kanten und Kurven, dennoch alles sehr fließend, also wirklich wie aus einem Guss. Zwischen den beiden hinten angebrachten Schrauben, die sowohl für die Griffschalen als auch für die Rückenfeder zuständig sind, befindet sich ein 12 mm langes und 3 mm hohes Lanyard Hole. Die Rückenfeder für den Slipjoint ist aus Edelstahl, genau wie der Deep Curry Clip. Trageposition Tip-Up rechts, leider nicht ummontierbar. Ansonsten gefällt mir dieser Clip sehr gut, erinnert ein wenig an einen Drahtclip. Greift kaum ins Design ein, passt farblich gut zum Titan. Er baut schön hoch auf, die Spannung ist gut. Fixiert ist er lediglich mit einer versenkten 6er Torx-Schraube, zudem ist er hier ringsherum eingefasst, kann also auch nicht verrutschen. Definitiv ein gut durchdachter Clip, der auch die Handlage nicht beeinträchtigt. Überhaupt muss man sagen, alles am Griff ist hier schön abgerundet. Verarbeitungsfehler konnte ich keine entdecken. Grifflänge liegt bei effektiv greifbaren 98 mm, Griffbreite 9 mm, das Griffvolumen liegt bei etwa 59 bis 60 mm. Also man kann hier nichts Negatives sagen, die Handlage ist richtig gut. Ein wenig subjektive Kritik gibt es dann noch im Fazit. Kurz noch zu diesem klassischen Slipjoint-Mechanismus. Man benötigt definitiv beide Hände, um dieses Messer über den Longpull zu öffnen, also auf jeden Fall 42A-konform. Die Klinge läuft auf Bronzewaschern. Es folgt ein 60-Grad-Stopp. Danach rastet die Klinge sauber mit einem satten Klacken ein. Nochmal. Und das Solis verfügt über eine sehr ordentliche Federspannung. Also im ausgeklappten Zustand muss man hier schon viel Druck aufbauen, dass sich was tut. Das ist kein Vergleich zum Luna oder auch zum Stella. Also die klappen wirklich schon bei wenig Druck sofort ein. Ja, das werde ich jetzt nicht weiter bewerten. Wie gesagt, die Federspannung ist sehr hoch, aber die Sache mit der Federspannung ist immer höchst subjektiv. Ja, technisch gesehen gibt es an diesem Slipjoint-Mechanismus nichts auszusetzen. Das Solis hat einen sehr sauber definierten Klingengang. Die Federspannung ist ordentlich, also wirklich gut gemacht. Zeit fürs Fazit.
Mein Fazit zum Real Steel Solis: schöne Klingenform, gut ausgeformter Griff. Im geöffneten Zustand ist es ein richtiger Hingucker. Geschlossen gibt es auch eine gute Figur ab. Dieses längliche Lanyard Hole trifft nicht zu 100% meinen Geschmack. Eine im Griffabschluss integrierte Lösung wie hier beim Real Steel Stella hätte mir da besser gefallen, aber das ist wirklich rein subjektiv. Ansonsten ist das hier mit Titan als Griffmaterial und dem N690 Stahl eine sehr ansprechende Materialwahl. Das Gewicht von 77 Gramm geht auch voll in Ordnung. Im Lieferumfang enthalten ist diese Real Steel typische Pappbox, ein bisschen Paperwork, ein Pflegetuch. Es gibt noch weitere Varianten vom Solis, zum Beispiel eine All-Black-Variante. Es gibt auch Varianten mit goldfarbener Hardware, also die Achsschraube und die kleinen Schrauben sind goldfarben. Der Preis liegt bei etwa 90 €. Für das Gebotene ist das wirklich absolut fair. Ich habe meins von Michael Schiffner vom Josiah Shop. Wenn es um Real Steel oder Sanremo Messer geht, ist das für mich die erste Anlaufstelle. Ein sehr freundlicher und kompetenter Kontakt. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ich bin auch froh, dass es dann letztlich über den Michael geklappt hat. Den ersten Run Anfang Dezember 2021 habe ich leider verpasst. Kurz darauf hat Stefan vom Kanal Stefan123321 durch ein Video über das Solis mich in meinem Verlangen nach diesem Messer bestärkt. Stefans Video verlinke ich euch dann auch in der Videobeschreibung. Und Anfang Januar 2022 war es dann endlich soweit. Also das ist definitiv ein Augenschmaus. Man kann die Handschrift von Poltergeist Works ganz eindeutig erkennen. Ich denke mal, dass es da bald auch noch Varianten mit G10 und oder auch Mikata-Griffschalen geben wird. Das ist ein tolles Messer, wird ganz sicherlich auch ein Verkaufsschlager. Gut, das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Thank you.